Also auf Darkon auch einen anderen Spot, wo die Monster ein bisschen dichter sind, Level 70 bis 80. Boo, Level 73 bis 75. Mushpoi. Wobei ich finde persönlich, Mushpoi ist eigentlich gar nicht so gut. Irene ist eigentlich sogar besser als Mushpoi. In my personal opinion. Aber ja, Boo und Irene. Und ja, Mushpoi ist nicht schlecht. Hopper ist actually auch gar nicht so bad. Hopper also haben halt nur ein ätzendes Gebiet, aber die Mobdichte ist gar nicht so bad. Ist halt nur sau nervig mit dem Dschungelgedöns obendrauf. Mit diesen Dschungellianen oder whatever. Der Vorteil bei Hopper ist, die sind so gehatet, da geht halt legit einfach keiner hin. Und das ist ja manchmal auch ein Vorteil, ne? Wenn da einfach keiner ist. Manchmal werden suboptimale Spots einfach nur dadurch aufgelevelt, dass du komplett alleine bist. Weil ich meine, was bringt dir der beste Spot, wenn Klarfahren, bestes Beispiel, was bringt dir der beste Spot, wenn da immer 3 Leute sind? Ich meine, dann kannst du auch an einen schlechteren Spot gehen, aber dann bist du zumindest nicht so genervt von anderen Leuten. Hat auch manchmal seine Vorteile. Solange es jetzt kein grottenschlechter Spawn ist. Beispiel für grottenschlechten Spawn wäre... Chimeradon. Also auf dem Level zumindest ist er grottenschlecht. Alle anderen drumherum sind besser. Klarfahren, Burnicky, Popcrank. Also Chimeradon definitiv der, den man am ehesten skippen würde. Außer wegen Elementgründen vielleicht. Da natürlich dann nicht. Aber ansonsten würde man es eher skippen. Ja, es gibt gar nicht so viele grottenschlechte Spawns. Es ist tatsächlich in Flive Universe deutlich besser als in Flive PC. Gibt eigentlich jetzt keine so obvious Skips. Meistens skippt man halt wegen Element oder so. Als Elementor gehst du natürlich eher nicht zu Blitzmonstern. Als Ranger gehst du eher nicht zu Wassermonstern. Aber das sind halt so elementspezifische Präferenzen. Oder wenn du ein Jester bist oder ein BP und du hast tatsächlich eine Hisswaffe mit dem Element plus 10. Was zwar eher selten ist im Low-Level, aber eigentlich ist es ja schon so, wenn du es hast, bist du ultra stark. Ja, dann würdest du natürlich auch gucken, dass du möglichst immer beim gleichen Element bleibst, damit du keine Ele-Changes verschwenden musst. Aber ansonsten... So direkt ultra schlechte Spawns gibt es eigentlich nicht. Also ich würde immer den schlechteren Spawn bevorzugen, insofern der beliebtere Spawn halt voll ist. Weil, wie gesagt, es bringt nichts auf Krampf zu Klarfahren zu gehen. Ja, Kern wäre vielleicht ein gutes Beispiel. Luya ist extrem gut, Shuhama, Gonguri sind eigentlich auch ziemlich gut. Klarfahren sowieso. Klarfahren ist der Beste in Darkon 3 wahrscheinlich. Neben Luya. Und, ja, da wäre Kern wahrscheinlich echt noch so das... Also der Kern ist wirklich ein Skip für viele. Viele Leute skippen Kern. Kern und Chimeradon wären Darkon 3 die Skips. Definitiv die beiden unbeliebtesten Spawns in Darkon 3. Ich meine, die Wüste generell ist unbeliebt, aber Kern wird auch übelst gehatet. Tatsächlich. Die Leute wollen immer sofort zu Klarfahren. Aber wie gesagt, ich gehe lieber zu Kern. Also ich meine, ich bin sowieso ein Fan von Kern, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an Elementor, weil die Feuer sind. Aber ich gehe lieber zu Kern, als zu einem randvollen Klarfahren-Spawn, wo ich mich mit 5 anderen Leuten prügeln muss. Bringt mir halt mehr Spielspaß. Und weniger XP gibt es auch nicht wirklich, weil ich kriege ja mehr Monster. Oder mindestens genauso viele Monster, aber ohne den Stress. Also, unterm Strich ist es basically das Gleiche. Also so ist meine grundsätzliche Herangehensweise Yubito. Das heißt, ein Spawn, wo die Monster ein bisschen dichter sind.
ist eigentlich ungefähr gleich. Also, die müssten ungefähr alle auf dem gleichen Niveau sein. Tatsächlich. Monsieur. Cleo Cry. Hab gedacht, das Game ist dead? Hell no. Life ist lebendiger denn je. Findet sogar jedes Jahr eine Weltmeisterschaft statt mit 110.000 $ Preisgeld. Na, E-Sports, Baby. E-Sports. Die Nautrepi sind übelst auseinander. Nee, dann bist du am falschen Spawn. Du musst hinter den Baum fliegen bei den Captains. Ist auch nicht so. Also da am Anfang im Wasser, ja. Aber da geht man ja auch nicht hin. Man geht hinter den Baum. Da farmt man auch immer die Quest Items, weil da auch die Captains sind. Captains haben immer die höchste Quest Item Drop Chance von allen Monstern. Und hinter dem Baum, Captain Nautrepi. Also ich meine, ja, es ist nicht der beste Spawn, aber die Viecher sind ja auch Level 68 bis 70 oder so. Alle Monster in dem Levelbereich haben jetzt nicht so eine krassen Spawn. Also probier mal hinter den Baum zu fliegen. Definitiv nicht der beste Spawn der Welt, aber gut genug, um dort zu leveln oder zu farmen. Auf jeden Fall. Außerdem sage ich mal, das sind ja Levelbereiche. Wie lang bist du in dem Levelbereich maximal? 3 Stunden? Also in dem Levelbereich bei den gleichen Monstern, wie lange bist du da? 3 Stunden? Also... Die Spawns müssen auch nicht so ultra gut sein. Also unter Level 70... Da levelt man so schnell.